Willkommen bei Leise Zeitreise. Heute reisen wir nicht auf ein Schlachtfeld und auch nicht in den Thronsaal einer Burg. Stattdessen öffnen wir die Tür zu einem Ort, den jeder Mensch damals täglich aufsuchte: dem Esstisch. Doch wenn du dort Platz nehmen würdest, käme dir fast alles fremd vor. Der Duft wäre anders, die Farben wären ungewohnt. Viele Lebensmittel, die wir heute ganz selbstverständlich essen, würdest du vergeblich suchen. Und manches, das damals als Delikatesse galt, würdest du vermutlich nicht einmal probieren wollen. Begleite mich auf eine Reise rund 700 Jahre in die Vergangenheit. Wir entdecken, wie Menschen im Mittelalter ihre Nahrung beschafften, warum Brot oft wichtiger war als Fleisch und weshalb jede Mahlzeit weit mehr bedeutete als bloße Sättigung. Lehn dich zurück und willkommen auf unserer nächsten leisen Zeitreise. Es ist ein kühler Morgen im Jahr 1325. Langsam erwacht eine kleine Stadt irgendwo im Heiligen Römischen Reich. Aus den Schornsteinen steigt Rauch auf, Hähne krähen und auf den ungepflasterten Straßen beginnt das geschäftige Leben. Auch in einem einfachen Bauernhaus wird der Tag lange vor Sonnenaufgang eingeläutet. Bevor überhaupt an Frühstück zu denken ist, müssen zunächst die Tiere versorgt werden. Wasser wird vom Brunnen geholt, Holz ins Haus getragen und das Feuer neu entfacht. Erst danach bleibt Zeit für die erste Mahlzeit. Sie fällt überraschend bescheiden aus. Statt knuspriger Brötchen oder Marmelade steht eine Schüssel mit warmem Getreidebrei auf dem Tisch. Hafer oder Gerste wurden über Stunden gekocht, manchmal mit wenigen Kräutern verfeinert. Zucker kennt hier niemand. Auch Milch ist keine Selbstverständlichkeit. Sie wird häufig zu Butter oder Käse verarbeitet, weil sie sich auf diese Weise wesentlich länger hält. Daneben liegt ein großes Stück dunkles Brot. Frisch gebacken ist es allerdings selten. In den meisten Haushalten wurde nur alle paar Tage oder sogar nur einmal pro Woche gebacken. Das Brot musste möglichst lange reichen. Schon nach kurzer Zeit wurde es hart wie ein Brett und ließ sich kaum noch kauen. Viele Menschen weichten es deshalb in Suppe, Bier oder dünnem Brei ein. Erst dann wurde es wieder genießbar. Aus heutiger Sicht mag das ungewöhnlich erscheinen. Doch Brot war damals weit mehr als eine Beilage. Für einen Großteil der Bevölkerung stellte es den wichtigsten Bestandteil jeder einzelnen Mahlzeit dar. Je nach Region konnte ein erwachsener Bauer täglich beinahe 1 Kilogramm Brot verzehren. Nicht, weil es besonders schmackhaft war, sondern weil es satt machte. Wer heute an mittelalterliches Essen denkt, hat oft große Braten, gebratene Hühner und festliche Tafeln vor Augen. Die Wirklichkeit sah für die meisten Menschen völlig anders aus. Fleisch war kostbar. Ein Schwein wurde oft nur einmal im Jahr geschlachtet, meist im späten Herbst. Danach musste das gesamte Tier möglichst viele Monate reichen. Nichts durfte verloren gehen. Das Fleisch wurde sorgfältig eingesalzen oder über Rauch haltbar gemacht. Aus Blut entstanden Würste, aus Fett gewann man Schmalz und selbst die Knochen wurden ausgekocht, um Brühen herzustellen. Was heute als Nose-to-Tail-Küche modern erscheint, war damals schlicht überlebenswichtig. Frisches Fleisch stand nur selten auf dem Speiseplan einfacher Familien. Viel häufiger landeten Kohl, Rüben, Bohnen, Erbsen oder verschiedene Getreidesorten im Kochtopf. Daraus entstand ein Eintopf, der oft mehrere Tage hintereinander gegessen wurde. Immer wieder kamen neue Zutaten hinzu, solange der Topf über dem Feuer hing. Manche Historiker vermuten sogar, dass in einigen Haushalten derselbe Kessel über Wochen hinweg nie vollständig geleert wurde.
Stattdessen wurde ständig Wasser und neues Gemüse nachgefüllt. So entstand gewissermaßen ein niemals endender Eintopf. Auch die Farben auf einem mittelalterlichen Esstisch würden uns überraschen. Leuchtend rote Tomaten? Fehlanzeige. Kartoffeln? Noch völlig unbekannt. Mais, Paprika oder Kürbis? Ebenfalls nicht vorhanden. Diese Pflanzen gelangten erst viele Jahrhunderte später aus Amerika nach Europa. Die meisten Speisen bestanden aus Braun-, Grau- und Grüntönen. Dunkles Brot, Getreidebrei, Kohl, Steckrüben oder getrocknete Hülsenfrüchte bestimmten das Bild. Selbst Karotten sahen damals anders aus. Sie waren meist violett, weiß oder gelblich. Die heute bekannte orangefarbene Möhre wurde erst wesentlich später gezüchtet. Allein dieser Anblick würde einem heutigen Besucher sofort zeigen, dass er sich in einer völlig anderen Welt befindet. Dabei war Hunger nicht das einzige Problem. Mindestens genauso schwierig war es, Lebensmittel überhaupt haltbar zu machen. Ein Kühlschrank existierte natürlich nicht. Sobald Milch gemolken oder ein Tier geschlachtet wurde, begann ein Wettlauf gegen die Zeit. Im Sommer verdarb Nahrung oft innerhalb weniger Stunden. Deshalb entwickelten die Menschen erstaunlich ausgeklügelte Methoden. Sie trockneten Fleisch in der Sonne, räucherten Schinken über langsam glimmendem Holz oder konservierten Lebensmittel mit Salz. Doch Salz war keineswegs billig. In manchen Gegenden entsprach sein Wert mehreren Tageslöhnen. Kein Wunder also, dass es manchmal sogar als weißes Gold bezeichnet wurde. Wer sich nicht genügend Salz leisten konnte, musste kreativ werden. Und genau diese Kreativität machte die mittelalterliche Küche zu weit mehr als einer Sammlung einfacher Rezepte. Sie war das Ergebnis jahrhundertelanger Erfahrung im täglichen Kampf gegen Verderb, Hunger und harte Winter. Doch selbst mit all diesen Methoden blieb die Versorgung unsicher. Das Jahr war für die meisten Menschen ein ständiger Kreislauf zwischen Überfluss und Mangel. Nach der Ernte im Spätsommer füllten sich Scheunen, Keller und Vorratskammern. Getreide wurde eingelagert, Gemüse getrocknet und Fleisch für den Winter vorbereitet. In diesen Wochen wirkte das Leben vergleichsweise sorglos. Doch mit jedem kalten Monat schrumpften die Vorräte. Wenn der Winter besonders lang dauerte oder die Ernte im Vorjahr schlecht ausgefallen war, begann im Frühjahr eine Zeit, die viele Menschen fürchteten. Historiker nennen sie die Hungerzeit. Vor allem zwischen März und Mai wurden Lebensmittel knapp. Das alte Getreide war fast aufgebraucht, während die neue Ernte noch Monate entfernt lag. Viele Familien mussten ihre Rationen immer weiter verkleinern. Kinder litten besonders unter dieser Zeit. Wer ohnehin geschwächt war, hatte ein deutlich höheres Risiko, krank zu werden. Für viele Menschen war der Frühling deshalb keine Zeit des Neubeginns, sondern die schwierigste Phase des ganzen Jahres. Als wäre das nicht schon Herausforderung genug gewesen, bestimmte auch die Kirche den Speiseplan. Im Mittelalter spielte der christliche Glaube im Alltag eine zentrale Rolle. Das galt auch für das Essen. An zahlreichen Fastentagen war der Verzehr von Fleisch verboten. Je nach Region und Epoche summierten sich diese Tage auf weit über ein Drittel des Jahres. Manche Schätzungen sprechen sogar von rund 150 Fastentagen. Doch Fasten bedeutete damals etwas anderes als heute. Es ging nicht darum, weniger zu essen. Vielmehr durfte auf bestimmte Lebensmittel verzichtet werden. Fleisch von Landtieren war tabu. Oft waren auch Milch, Butter und Eier nicht erlaubt. Was blieb? Vor allem Brot, Getreide, Gemüse und Fisch. Vor allem an den Küsten entwickelte sich deshalb ein reger Handel mit Heringen und Kabeljau.
Der Fisch wurde eingesalzen oder getrocknet und konnte so über weite Strecken transportiert werden. Bevor er gegessen werden konnte, musste er oft stundenlang eingeweicht werden. Manche Stockfische waren so hart, dass sie zunächst mit einem Hammer bearbeitet wurden. Eine weitere Überraschung wartet beim Blick auf die Getränke. Heute gilt Wasser als selbstverständlich. Im Mittelalter war das nicht immer der Fall. Brunnen konnten verschmutzt sein, besonders innerhalb dicht bebauter Städte. Deshalb griffen viele Menschen regelmäßig zu einem Getränk, das wir heute kaum mit dem Alltag verbinden würden: Bier. Allerdings handelte es sich nicht um das kräftige Bier, das wir heute kennen. Das sogenannte Dünnbier enthielt meist nur wenig Alkohol. Es stillte den Durst, lieferte Kalorien und war durch den Brauprozess häufig sicherer als ungefiltertes Wasser. Deshalb tranken Erwachsene ebenso wie Kinder täglich Bier, allerdings in einer deutlich schwächeren Variante. Auch Wein spielte eine Rolle, vor allem in südlicheren Regionen Europas. Für die meisten einfachen Menschen blieb er jedoch etwas Besonderes. Wenn heute über das Mittelalter gesprochen wird, hört man häufig eine Behauptung: Gewürze seien verwendet worden, um verdorbenes Fleisch genießbar zu machen. Das klingt plausibel, stimmt aber höchstwahrscheinlich nicht. Pfeffer, Zimt, Muskat oder Nelken gehörten damals zu den wertvollsten Handelswaren überhaupt. Sie wurden über tausende Kilometer transportiert und waren entsprechend teuer. Niemand hätte kostbare Gewürze verschwendet, um verdorbenes Fleisch zu überdecken. Im Gegenteil: Wer sich solche Gewürze leisten konnte, besaß in der Regel auch ausreichend hochwertige Lebensmittel. Gewürze dienten vielmehr dazu, Speisen zu verfeinern, ihren Wohlstand zu zeigen und teilweise auch, um Lebensmittel etwas länger haltbar zu machen. Ein reich gedeckter Tisch sollte nicht nur satt machen, er sollte Eindruck hinterlassen. Etwas zeigte den Unterschied zwischen arm und reich deutlicher als das Essen selbst. Während Bauern meist dunkles Roggen- oder Gerstenbrot aßen, bevorzugte der Adel feines Weißbrot aus Weizen. Dieses helle Brot galt als Zeichen von Wohlstand. Auch beim Fleisch waren die Unterschiede groß. Auf den Burgen wurden Wildschwein, Hirsch oder Fasan serviert. Für Bauern war solches Wild praktisch unerreichbar. Die Jagdrechte lagen fast ausschließlich beim Adel. Wer dennoch heimlich ein Tier erlegte, musste mit schweren Strafen rechnen. Mancherorts konnte Wilderei sogar das Todesurteil bedeuten. Deshalb bestand das wenige Fleisch einfacher Familien meist aus Schwein, Huhn oder gelegentlich einer Ziege. Und selbst das kam längst nicht täglich auf den Tisch. Nicht nur die Speisen unterschieden sich, auch die Art zu essen war eine andere. Gabeln waren in weiten Teilen Europas noch kaum verbreitet. Die meisten Menschen verwendeten ihre Finger, ein Messer und manchmal einen Holzlöffel. Dabei herrschten durchaus Benimmregeln. Man griff nicht wahllos in die gemeinsame Schüssel. Vor dem Trinken aus einem gemeinsamen Becher wischte man sich den Mund ab. Und wer sich zu gierig verhielt, galt schnell als unhöflich. Besonders interessant sind die sogenannten Trencher. Das waren dicke Brotscheiben, die als Teller dienten. Sie saugten Fleischsaft und Soßen auf. Nach dem Essen wurden sie manchmal an Bedürftige verteilt oder an Tiere verfüttert. Ein Teller, den man am Ende essen konnte oder verschenkte. Eine Idee, die heute fast unglaublich klingt. Werfen wir nun einen Blick in das Zuhause einer gewöhnlichen Bauernfamilie. Vergiss gemütliche Fachwerkhäuser aus historischen Filmen. Die Realität war deutlich einfacher. Die meisten Menschen lebten in nur einem Raum. Dort wurde gearbeitet, gekocht, gegessen und geschlafen. Häufig teilten sich sogar Hühner, Ziegen oder andere Nutztiere denselben Raum.
besonders in den kalten Wintermonaten, wenn ihre Körperwärme half, das Haus etwas wärmer zu halten. In der Mitte des Raumes brannte das Feuer. Einen Schornstein gab es oft nicht. Der Rauch zog langsam nach oben und entwich durch Öffnungen im Dach. Ruß setzte sich an den Wänden fest, und der Geruch von Rauch gehörte zum Alltag, genauso wie tränende Augen und verrußte Kleidung. Hier entstand fast jede Mahlzeit. Über dem Feuer hing ein großer Eisenkessel. Er war vermutlich das wichtigste Küchenutensil überhaupt. In ihn wurde gekocht, erwärmt und manchmal tagelang dieselbe Speise weitergeführt. War noch etwas vom Vortag übrig, kam einfach neues Gemüse oder etwas Getreide hinzu. So entwickelte sich der Eintopf ständig weiter und bildete über viele Tage hinweg die Grundlage der Ernährung. Verschwendung konnte sich niemand leisten. Selbst Brotreste fanden noch Verwendung. Sie wurden eingeweicht, erneut gekocht oder an Tiere verfüttert. Was heute im Müll landen würde, hatte damals oft noch einen Wert. Auch Obst spielte eine größere Rolle, als viele vermuten. Äpfel, Birnen, Pflaumen oder Kirschen wurden im Sommer frisch gegessen. Damit sie den Winter überstanden, trocknete man sie oder lagerte sie in kühlen Kellern. Honig war lange Zeit praktisch das einzige Süßungsmittel. Zucker blieb ein seltener Luxus, den die allermeisten Menschen niemals kosteten. Statt süßer Nachspeisen standen deshalb meist einfache Speisen auf dem Tisch. Der Geschmack war insgesamt viel herzhafter und kräftiger als heute. Interessanterweise kommen moderne Ernährungswissenschaftler bei einem Punkt zu einem überraschenden Ergebnis. Viele Bauern ernährten sich, zumindest in manchen Bereichen, ausgewogener als der Adel. Das klingt zunächst widersprüchlich. Doch einfache Menschen aßen überwiegend Getreide, Hülsenfrüchte, Kohl, Rüben und anderes Gemüse. Fleisch gab es nur selten. Adlige hingegen konnten sich regelmäßig große Mengen Fleisch, reichhaltige Soßen und süße Weine leisten. Diese Ernährung führte nicht selten zu Krankheiten wie Gicht oder starkem Übergewicht, Beschwerden, die bei wohlhabenden Familien deutlich häufiger auftraten. Natürlich bedeutete das nicht, dass Bauern gesünder lebten. Ihre harte körperliche Arbeit, Mangelernährung in schlechten Jahren und fehlende medizinische Versorgung sorgten dafür, dass ihre Lebenserwartung insgesamt deutlich niedriger blieb. Doch sie litten oft an anderen Krankheiten als die wohlhabende Oberschicht. Wenn heute Mittelalterfilme ein rauschendes Festmahl zeigen, steckt darin also nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Solche prächtigen Tafeln gab es tatsächlich, aber nur zu besonderen Anlässen und nur für einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung. Der Alltag sah anders aus. Für Millionen Menschen bestand das Leben aus Brot, Brei, Kohl und der ständigen Sorge, ob die Vorräte bis zur nächsten Ernte reichen würden. Jede gute Ernte bedeutete Hoffnung. Jeder lange Winter brachte neue Unsicherheit. Und doch entwickelten die Menschen erstaunliche Fähigkeiten. Sie lernten, Lebensmittel haltbar zu machen, Pflanzen optimal zu nutzen und mit einfachsten Mitteln Familien über Monate hinweg zu versorgen. Viele dieser Techniken begleiten uns bis heute. Geräucherter Schinken, Hartkäse, eingelegtes Gemüse, getrocknete Kräuter. All das hat seine Wurzeln in einer Zeit, in der Konservierung nicht den Geschmack verbessern sollte, sondern das Überleben sicherte. Vielleicht ist genau das die spannendste Erkenntnis unserer heutigen Reise. Wenn wir heute den Kühlschrank öffnen, erwarten uns Lebensmittel aus aller Welt. Frisches Obst im Winter, Gemüse zu jeder Jahreszeit. Fleisch, Käse oder Brot sind jederzeit verfügbar. Für einen Menschen des 14. Jahrhunderts wäre das kaum vorstellbar gewesen.
Nicht, weil ihnen der Luxus fehlte, sondern weil Nahrung damals niemals selbstverständlich war. Jede Mahlzeit erzählte eine Geschichte. Von harter Arbeit, von den Jahreszeiten, von Glauben und Tradition, von Armut und Wohlstand und vor allem vom menschlichen Einfallsreichtum. Denn trotz aller Entbehrungen fanden die Menschen immer wieder Wege, ihre Familien zu ernähren und gemeinsam am Tisch zusammenzukommen. Vielleicht ist genau das etwas, das sich bis heute nicht verändert hat. Gemeinsam zu essen bedeutet weit mehr als nur satt zu werden. Es bedeutet Gemeinschaft. Es bedeutet Familie. Und manchmal erzählt ein einfacher Laib Brot mehr über eine Epoche als jede Krone oder jedes Schwert. Vielen Dank, dass du mich auf dieser Reise begleitet hast. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du weitere spannende Einblicke in den Alltag vergangener Zeiten erleben möchtest, dann freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Bis zur nächsten leisen Zeitreise.